Hallo und herzlich willkommen bei Bier und Brezel Tabletop. Heute erkläre ich euch, wie man in Boundless Tactics seine eigene Kampftruppe zusammenstellt. Das Erstellen einer Kampftruppe ist bei Boundless Tactics denkbar einfach. Zunächst schnappt ihr euch ein paar Figuren aus eurer bestehenden Miniaturensammlung. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um Fantasy, Science Fiction oder sonstige Figuren handelt. Überlegt euch einfach, worauf ihr gerade Lust habt. Dann legt ihr für eure Figuren die Profilwerte fest. Das könnt ihr entweder freihand auf einem der im Boundless Tactics Regelbuch abgedruckten Charakterbögen machen, oder ihr verwendet gleich den Punktkostenrechner, der auf der Boundless Tactics Webseite heruntergeladen werden kann. Grundsätzlich habt ihr sehr große Freiheit in der Vergabe von Profilwerten. Denkt aber daran, dass sich diese nachher auf die Punktkosten des Modells auswirken. Das heißt, höhere Profilwerte bedeuten weniger Modelle auf dem Feld. Außerdem darf kein Profilwert, bis auf die lange Reichweite, die aus der kurzen Reichweite errechnet wird, höher als 8 sein. Der Rest ist eurer eigenen Einschätzung und Fantasie überlassen. Im Kern sollte aber immer das What you see is what you get Prinzip gelten. Schaut euch das Modell an und überlegt, welche Werte am besten passen. Als Referenz könnt ihr dabei die folgenden Profilwerte aus dem Regelbuch verwenden, die einen durchschnittlichen menschlichen Kämpfer darstellen. Je nach gespieltem Setting könnt ihr diese aber auch anpassen. Zusätzlich könnt ihr noch die am Modell dargestellte Ausrüstung bei der Vergabe der Profilwerte mit berücksichtigen. Hier seht ihr ein paar Beispiele für mittelalterliche Waffen aus dem Regelbuch. Zusätzlich zu den Profilwerten stehen euch noch Fähigkeiten und Artefakte zur Verfügung, mit denen ihr Modelle weiter individualisieren könnt. Dazu gehören unter anderem Fertigkeiten wie Musiker, Kavallerie, Standartenträger, große Kreatur oder Lehren der Magie. Und Artefakte wie Schlangenpfeile oder Banner des Ansturms. Fühlt euch frei, die Namen der Fertigkeiten und Artefakte dem von euch gespielten Setting anzupassen, solange ihr den Regeltext dabei nicht verändert. So könnt ihr zum Beispiel aus Schlangenpfeilen zielsuchende Raketen machen. Eine Fertigkeit darf pro Modell nur einmal vergeben werden und viele Fertigkeiten sind durch ihren Regeltext noch weiter eingeschränkt. Pro angefangener 100 Punkte Armeewert darf ein Artefakt vergeben werden. Kein Modell darf mehr als ein Artefakt erhalten und kein Artefakt darf mehr als einmal pro Kampftruppe vergeben werden. Denkt daran, das ultimative Ziel sollte es sein, dass euer Gegner schon mit einem kurzen Blick auf eines eurer Modelle dessen grobe Werte und Fähigkeiten einschätzen kann. Wenn ihr mit euren Modellen zufrieden seid, dann könnt ihr deren Punktkosten ausrechnen. Am besten verwendet ihr dafür den Punktkostenrechner von der Boundless Tactics Webseite, der euch die Kosten für eure Modelle automatisch errechnet. Der Rechner fügt außerdem automatisch Boni auf Profilwerte hinzu, die ihr durch bestimmte Fertigkeiten erhaltet. Wenn ihr euch etwas mehr Transparenz wünscht, dann könnt ihr auch die Punktkostentabellen im Regelbuch verwenden, gemeinsam mit den Punktkosten, die bei den gewählten Fertigkeiten und Artefakten aufgeführt sind. Zuletzt stellt ihr dann eure fertige Kampftruppe zusammen. Addiert die Punktkosten eurer Modelle und vergleicht die Summe mit dem Armeewert, auf den ihr euch mit eurem Gegner geeinigt habt. Gegebenenfalls müsst ihr noch Modelle hinzufügen oder wieder entfernen oder noch den einen oder anderen Profilwert anpassen. Denkt daran, dass ihr pro angefangenen 150 Punkten Armeewert kostenlos einmal die Fertigkeit Anführer vergeben könnt. Glaubt mir, ihr wollt nicht ohne mindestens einen Anführer in die Schlacht ziehen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schaut euch jetzt auf jeden Fall noch mein How-to-Play-Video zu Boundless Tactics an. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen.